Das Reich der Pyramiden, Pharaonen und Hieroglyphen bleibt seit Jahrtausenden faszinierend. Wirklich seltsame Dinge passierten mir dort. War das auf Energien zurückzuführen, die seit alters her dort immer noch wirken? Wir sie jedoch nicht verstehen können und in Kontext setzen? Hatten die Altägypter Wissen von Dingen, das für uns unerklärbar ist? Für mich jedenfalls gab es da einiges an Unerklärlichem. Zurück in Deutschland sehe ich manchmal im Lichtspiel Hieroglyphen. Bei genauerem Betrachten lösen sie sich in Gebilde auf, die ich nicht mehr fassen kann. Hieroglyphenträume reihen sich aneinander. Wollen sie Hinweise geben? Unser Professor Ahmed würde sagen: Kalbi, meine Liebe, sie rufen dich nach Ägypten. Die mitgebrachte Parfümkreation der Nilblume von Ahmed lässt mich dann in einen tiefen, wohltuenden Schlaf gleiten. Wenigstens weiß ich inzwischen, Hieroglyphe richtig zu schreiben. Auch weiß ich, dass die Pharao-Kartusche per AA großes Haus meint und man sie benutzte, wie man heute vom Weißen Haus in Amerika spricht und den Präsidenten meint. Hieroglyphe meinte die Schrift der Gottesworte. Nach altägyptischer Überlieferung hatte Thoth, der Anfängliche, sie übergeben. Ägyptische Schreiber, ein ehrbarer Priesterberuf, erschufen mit Schrift Realität. Altägyptische Hieroglyphen der alt- oder vordynastischen Zeit, älter als 5000 Jahre, waren im Stein wie eingestempelt. Sie bestanden aus wenig Zeichen. Diese tiefe Einstanzung war einfach und klar. Besonders die früheren Hieroglyphen schienen mehr Inhalt als nur Wortstämme aufzuzeigen. Verbarg sich in ihnen eine komplexe Geschichte, die man durch achtsames Wahrnehmen aufrollen konnte? Konnte man eventuell ganze Informationsdaten erfahren, wenn man sich auf sie einließ? Hat man die späteren nicht mehr verstanden, mit Wissen zu kodieren? Der weitgereiste Jesuitenpater, Gelehrter und Pestforscher Athanasius Kircher aus Fulda bezeichnete im 16. Jahrhundert Hieroglyphen als mystische Symbole für geheimnisvolle, tiefe Gedanken. War das ähnlich der Mitteilungsfunktion runenartiger Zeichen megalithischer Komplexe in Europa? Fand das Lesen oder Verstehen auf ganz andere Art und Weise statt, als wir Worte lesen? Geschah die Übermittlung auf eine intuitive Art, eine Art von telepathischer Übertragung in Stein? Die Hieroglyphenübersetzung lag lange brach. Beim ägyptischen Feldzug Napoleons entdeckte man eine in der ägyptischen Festung Rosette verbaute Stele aus dem 3. Jahrhundert vor der Zeit mit einem Dekret des Statthalters Ptolemäus. Dieser sogenannte Rosette-Stein, der liegt jetzt im Britischen Museum. Es steht auf ihm der gleiche Text in Griechisch, Demotisch und in Hieroglyphen. Der französische Sprachforscher Professor Champollion, er übersetzte sie 1822, sprach von den Hieroglyphen als komplexes System, das bildhaft, symbolisch und phonetisch zugleich ist. Wer möchte, kann seinen Namen in Hieroglyphen schreiben. Champollion übersetzte auch den Turiner Königspapyrus. Er hielt es geheim wegen der damaligen Zeitrechnung der Kirche. In den Säulenhallen des Karnak-Tempel, Ort der Erwählung bei Luxor, wirken ihre Hieroglyphen auf mich wie ein gigantisches Buch in Stein. Eine Art von Open-Air-Hall von Aufzeichnungen.
In dem weitläufigen Tempelkomplex von Karnak nehme ich die massenhaften Eingravierungen fast nicht mehr wahr. Sie begleiten mich automatisch auf Schritt und Tritt. In einem kleinen Raum des Karnak-Komplexes neben einem Palmenhain ruhe ich mich vom mächtigen Eindruck der Tempelstätte aus. Ich trinke einen Schluck lauwarmes Wasser und bin frei von Gedanken oder Wünschen, außer natürlich dem obligatorischen Schatten. In einer Nische der Wand liegt ein frischer Pfefferminzstängel. Ich nehme ihn hoch, wie kühl erfrischend sein ätherischer Duft in meine Nase zieht. Wie lang sitze ich nun schon in diesem kleinen Raum? Ich weiß nicht, der Schatten war gewandert. Ich setze mich um in die andere Schattenecke. Durch diese Veränderung sehe ich mir gegenüber 7 Ankzeichen auf der Wand. Sie fallen von einem Baum herab. Unter ihnen ist ein Falke eingraviert. Meine Hand streicht zart über ihre Struktur. Da ein Kribbeln durchläuft meinen Körper. Es ist mir, als weite sich der Himmel und ich hätte unendlich Platz, unendlich Zeit. Ein freies Fühlen von Weite ergreift mich. Lange ist man in den Tempeln, auch am entferntesten Ort, nicht allein. Ein junges Pärchen schaut durch die kleine Türöffnung. Dem schlachsigen Mann hängen Schläuche vom Körper, wie frisch operiert. Ich wink sie herbei und sag, das ist ein guter Platz zum Entspannen. Das wussten beide schon längst. Sie kamen täglich ein paar Mal für die schnelle Genesung des Mannes vorbei. Heute würden schon die Schläuche entfernt. Voll berührter Schönheit streuen wir gemeinsam Bougainville-Blüten über das Ankh und in alle 4 Richtungen. Wir fragen uns, wie diese Kraftzeichenenergien zustande kommen. Wie wurden diese Felder aufgebaut, die immer noch funktionieren, oder waren sie von Grunde auf da und wurden bewusst benutzt? Mehr noch als vor meiner Ägyptenreise erkenne ich, die Altägypter oder deren Altvorderen hatten hohes Wissen von Dingen zwischen Himmel und Erde, die uns unerklärbar sind. Die Hieroglyphe Ankh wird üblich in altägyptischer Mythologie von einem Gott, dem Pharao, als Lebenskraft überreicht. Echennaton gab den Sonnenstrahlen Ankh-Hände, die auf die Menschen herabstrahlten. Hier fiel sie 7-mal von einem Baum herab. Angehoben, voll guter Kraft, schlende ich weiter durch palmenumsäumte alte Alleen. An einer der mächtigen Säulen kauernd finde ich 3 Restaurierladies. Sie renovieren die großen Säulenbildnisse des Karnak-Tempels, die von der Witterung angegriffen sind. Auch die Opferdarstellung des mächtigen Feldherrn Alexander des Großen an die ägyptischen Götter. Er ließ sich um 330 vor der Zeit als Perserbefreier von den Priestern zum Pharao krönen. Zur damaligen Zeit hatten die Griechen großen Einfluss in Ägypten. Man lebte griechische Kultur in Ägypten. Es gibt eine Geschichte von Herodot überliefert, die ihm der Staatsmann Solon berichtete, von einer griechischen Prinzessin Ladike aus Kyrenia und ihrem Pharao aus altägyptischer Zeit. Die erzähle ich uns nun. In der Hochblüte Griechenlands, ca. 600 vor der Zeit, war Ägypten für griechische Gelehrte attraktiv. Die Griechen waren von den Ägyptern und deren Wissen völlig fasziniert. Pythagoras und viele andere ließen sich von ägyptischen Priestern in Wissenschaften über Jahre ausbilden. In der Zeit besuchte der hochangesehene Athener Staatsmann und weltoffene Abenteurer Solon Pharao Ahmose II. In Sais.
Die ihm angetraute griechische Prinzessin Latike, die freute sich natürlich über die Gesellschaft ihres griechischen Landsmanns. Bei der Mündung des Nils an den schönen Gestaden Kanopus, da verbrachte Solon einige Zeit mit Studien beim Gelehrten Sonches von Sais. Dieser Hohepriester der ägyptischen Göttin Nais übersetzt ihm eine heilige, damals 8000 Jahre alte Schrift, die Kenntnis über ein altes ossyrisches Imperium enthielt, das während großer seismischer Kataklysmen und einer Überschwemmungskatastrophe untergegangen sei. Da stand: Die Gottgleichen, die Urzeitlichen, lebten in einem anderen Land, in einem goldenen Zeitalter voller Kraft, Weisheit und Magie. Dort errichteten sie große Bauten und herrschten über alles. Als eine plötzliche Sintflut das schöne Land vernichtete. Die wenigen, die es schafften zu überleben, die wurden die hohen Vorfahren, die die Samen für die Menschen erhielten. Einige Überlebende kamen in das fruchtbare Land Kemet, in dem nur Hügel und Berge zu sehen waren. Solon, ihr Hellenen, seid nichts als Kinder. Weder wisst ihr Wertvolles über die alten Zeiten, noch über ihre geheime Wissenschaft, welche altersgrau in vergangener Zeit ist und von Menschen nicht mehr erfasst wird. Wie kam eine kyrenische Prinzessin an den Hof des ägyptischen Pharao? Der kyrenische König Battus III. Ging damals eine Allianz mit dem ägyptischen Pharao ein, zum Schutz der Küste Zyperns vor den Libyern. Wie auch in unseren Jahrhunderten war es üblich, adlige Töchter als Geschenke für politische Ziele zu vergeben. Battus erlaubte dem Pharao als Freundschaftsgäste eine griechische Frau seines Gefallens aus Kyrenia zu wählen. Pharao Ahmose, Sedebnediero, Auserwählter der Götter, wählte die Tochter Battus, die liebreizende Latike. Beide heirateten in der schönen Hafenstadt Kyrenia, dem Juwel des Mittelmeers. Der Pharao war angetan vom Charisma und dem Liebreiz der hellen kyrenischen Schönheit Latikes. Latike wurde durch ihre Heirat ein Mitglied der 26. Dynastie von Ägypten und zwischen Zypern und Ägypten wurde eine Freihandelszone geschaffen. Doch hatte sie sich ihr Leben wohl anders vorgestellt. Beim Besuch Solons vertraut Latike, nun königliche Gemahlin, diesen ihr intimes Geheimnis. Sie sehne sich nach dem frischen mediterranen Klima, den Olivenhainen, den kyrenischen Zitrusfrüchten und den Zypressen, die bis zum heiligen Berg Olympus emporwuchsen. Im Frühling hatte sie sich mit ihren Freundinnen aus den schönen Anemonen, Irisse und Orchideen Kränze ins Haar gesteckt. Der Pharao hatte keine Freude an ihr. Er verstand ihr Heimweh nicht. Er gesellte sich lieber zu seinen ägyptischen Gemahlinnen. Er meinte, sie wäre eine Zauberin, die seine Potenz untergrub, und brachte sie vor den Maat-Rat. Die edlen Damen machten in dem Tempel von Neid, einer der ältesten prähistorischen Gottheiten des alten Ägyptens, ihre rituellen Waschungen. Als Pharao-Gattin ist Latike ebenso dazu angehalten. Das Tonsiegel des Schreins von Neid, Tochter der Erdgöttin Geb, wird gebrochen. Die Tür in ihr Allerheiligstes geöffnet. Aus langgezogenen, löffelartigen Messingbehältnissen verbrennt Kyphi, der heilige Rauch der Götter. Durch seine besondere Mischung aus Myrrhe, Wacholder und Weihrauch, Kyperos und Styrax ist sein Duft warm, beruhigend und umhüllend.
Die Rauchschwaden, die teilen sich beim Berühren der Statue von Neid und scheinen sie wie feine Arme zu umkreisen und zu umfangen. Latike war es, als gelte es ihr, als vertrieben sie die bösen Dämonen und dunklen Mächte ihres gedrückten Gemüts, und sie fühlte sich belebt. Mit dem steigenden Rauch sandte sie ein stilles Gebet zur griechischen Göttin der Liebe, Aphrodite. Wenn ihr Leben und ihre Ehe gerettet würden, würde sie aus Freude eine Statue für sie in Kyrene aufstellen lassen. Die Göttin beantwortet ihr Gebet. Pharao Ahmose fällt in tiefe Liebe zu ihr und in einer Liebesnacht vollziehen sie ihre Ehe. Hat Myrrhe, erstklassig in ihrer Art, deinen Duft angenehm gemacht und deinen Leib vollkommen, so freust du dich und vereinst dich mit dem Pharao. Als Zeichen seiner Liebe gibt Pharao Ahmose den besten ägyptischen Steinmetzen den Auftrag, eine Statue von Aphrodite, der Göttin seiner geliebten griechischen Frau, herzustellen. Mit dem nächsten Schiff wird sie als Gruß nach Kyrene gesandt. Die Statue steht immer noch in Herodotos auf Zypern. Das Geschenk aus Ägypten trägt die Schutzfedern der ägyptischen Göttin der Gerechtigkeit, Ma'at, auf ihrem Kopf.